Hallo und herzlich willkommen zu unserem Digitaltag-Talk hier aus dem Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik in Dortmund. Wir möchten heute ein wenig gemeinsam mit Ihnen in die Digitalisierung der Logistik schauen, wie es da so aussieht, wie da so der Stand der Dinge ist, auf was wir uns auch in der Zukunft freuen dürfen. Und dazu befinden wir uns hier auch schon in dem passenden Setting. Wir sitzen in einer unserer großen Forschungshallen. Und da habe ich mir jetzt noch mal ein paar Experten dazu eingeladen. Natürlich möchte ich nicht alleine über die Digitalisierung sprechen, sondern es ist viel schöner, wenn man hier quasi 3 Weichensteller, so kann man sie, glaube ich, bezeichnen, zu Gast hat, mit denen wir diskutieren. Wir forschen hier und entwickeln am Fraunhofer IML schon relativ lange mit Bezug auf die digitale Logistik und insbesondere auch zu künstlicher Intelligenz. Da gab es für über 10 Jahren schon groß angelegte Experimente zur Schwarmintelligenz. Und früher hat man da vielleicht gesagt, ach ja, Zukunftsmusik. Wenn man jetzt rückblickend drauf schaut, kann man sagen, ja, eigentlich standen wir auch da schon mit dem ersten Fuß quasi in der Gegenwart der Zukunft. Die vielen Entwicklungen in der Logistik aus den vergangenen Jahren, wie eben auch autonome Transportfahrzeuge oder sogar Schwärme von autonomen Fahrzeugen, fügen sich inzwischen immer mehr zu einem größeren, umfassenderen Bild zusammen. Es sind noch viel mehr Technologien und Möglichkeiten hinzugekommen und all das, dieses neue Bild, dieses große Bild, wollen wir uns jetzt heute noch mal so ein bisschen näher, etwas tiefer einsteigen und uns anschauen. Die 3 Experten, die heute dazu da sind, ich habe sie eben schon als Weichensteller der Logistik angekündigt, sind einmal Professor Michael ten Hompel, geschäftsführender Institutsleiter am Fraunhofer IML. Er hat das Big Picture der Logistik aufgestellt, geprägt und füllt es mit Leben. Hallo. Dann ist unter anderem da Michael Henke, ebenfalls Institutsleiter hier am Fraunhofer IML. Sein Spezialgebiet in diesem Zusammenhang vor allem unter anderem das Thema Blockchain und die Blockchain-Technologie. Und zuletzt habe ich an meiner Linken Professor Boris Otto, geschäftsführender Institutsleiter am Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik und widmet sich dort vor allem den Themen Datensicherheit, Datensouveränität in Data Spaces und Digital oder Data Ecosystems. Hallo, schön, dass ihr alle da seid und Zeit haben, heute so ein bisschen in die Zukunft der digitalen Logistik zu schauen. Ich würde auch direkt einsteigen und mit Ihnen starten, Michael ten Hompel. Sie haben den Satz geprägt, durch die Digitalisierung von allem und die künstliche Intelligenz in allem wird sich alles für alle verändern. Wenn man diesen Satz so einen Moment mal wirken lässt, ist das ja schon ziemlich philosophisch. Welche Philosophie steht hinter diesem Big Picture der Logistik? An was wird am Fraunhofer IML gearbeitet? Wie wollen wir das gestalten? Ja, wenn wir von Logistik und Philosophie sprechen, dann würde mir als allererstes Aristoteles einfallen und das Bild des unbewegten Bewegers, nicht? Dieses ja Gottesbild, was das verinnerlicht, was eben die Welt in Bewegung setzt, insbesondere die dingliche Welt in Bewegung setzt. Und das ist ja genau das, was wir in der Logistik machen. Und wenn wir in die Neuzeit gucken und über künstliche Intelligenz sprechen, dann könnte man vielleicht an Harari denken. Homo Deus, also der Mensch, der eben, und da verbindet sich das eben mit diesem aristotelischen Weltbild ein Stück weit, der jetzt eben künstliche Intelligenz erschafft und damit eben eine Verlängerung seiner selbst, aber letztendlich auch mit dem Potenzial, dass künstliche Intelligenz den Menschen als führende Instanz, insbesondere eben in den B2B-Anwendungen, über die wir hier sprechen, in den industriellen Anwendungen in der Logistik eben ein Stück weit eben auch ersetzen wird. Und mit diesen Fragestellungen beschäftigen wir uns und gerade jetzt hier in der Halle, wenn wir uns hier umschauen, dann sehen wir natürlich eine Menge Technik. Und insofern wäre das eher der Begriff Deus ex machina, der hier zu nennen wäre, also die Maschine, die dann eben diesen unbewegten Beweger, dieses Göttliche in der gestalterischen Kraft dann eben umsetzt. Und genau damit beschäftigen wir uns hier. Und das sind natürlich jetzt schon sehr große und sehr breite philosophische Ansätze, die ich jetzt hier mal nur in aller Kürze mal zitiert habe. Könnten wir uns alleine mal eine Dreiviertelstunde darüber unterhalten, denke ich mal, ganz entspannt. Aber sie zeigen natürlich diese Gedanken, diese sehr grundsätzlichen Gedanken, zeigen natürlich eins. Wir stehen wirklich hier vor einer Dekade in den 20er Jahren, in denen sich die künstliche Intelligenz durchsetzen wird. Sie basiert in der Logistik auf technischen Entwicklungen, die wir so unter dem
Rubrum Internet der Dinge seit etwa 10 Jahren ja verfolgen, Industrie 4.0. Das, worauf wir hinsteuern, ist die Plattformökonomie, die wir Silicon Economy nennen, Ökosysteme, in denen künstliche Intelligenz dann eben die Disposition, die Kontrolle, die Steuerung der logistischen Ströme und damit einen ganz wesentlichen Teil der Bewegung dieser Welt eben übernehmen wird. Und hier gilt es jetzt eben zu forschen und zu entwickeln, welche Position hat denn der Mensch jetzt in den nächsten 10 Jahren, in welche Position kommen wir? Und da gibt es ja wirklich ganz wilde Theorien. Eine davon stammt von Elon Musk, der sich etwa vor 2 Jahren zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, wir werden diese künstliche Intelligenz am Ende dieser Dekade tatsächlich nur noch beherrschen können, wenn wir uns unmittelbar mit ihr verbinden. Ich halte diesen Gedanken für etwas spooky und auch etwas zu weit gegriffen. Aber wenn Menschen wie Elon Musk sich solche Gedanken machen, dann sollte uns das eben auch zu denken geben. Und dann sollten wir uns eben Gedanken darüber machen, welche Welt steuern wir zu. Wie sieht das mit der Souveränität aus, nicht nur über unsere Daten, sondern ganz allgemein unserer Lebensführung? Wie verändert sich unsere Gesellschaft? Wie verändert sich unser Verhältnis zur Technologie, insbesondere zur künstlichen Intelligenz? Und das sind ja genau die Fragestellungen, an denen wir hier im Institut, in den Instituten hier in Dortmund ganz intensiv arbeiten. Und ich komme ganz an den Anfang zurück. Wir beschäftigen uns halt mit spezifisch der Bewegung der Dinge, nicht, die nachhaltig, umweltgerecht, mit möglichst wenig Energie, möglichst effizient in den Hallen, aber natürlich auch auf den Straßen, in der Luft, auf dem Wasser. Das sind alles logistische Fragestellungen, mit denen wir, denke ich mal, mit künstlicher Intelligenz bessere Antworten finden können. Wenn wir jetzt das so ein bisschen für unsere Zuschauer auch noch mal ein bisschen versuchen greifbarer zu machen, was haben wir aktuell schon für Meilensteine, die so ein bisschen in diese Vision schon, wo man sagt, okay, das sind schon erste Startpunkte, da können wir irgendwie weiter drauf aufbauen, drauf ansetzen, vielleicht auch ein persönliches Lieblingsprojekt. Was gibt es da schon irgendwie wirklich Konkretes in der Logistik? Naja, wir bearbeiten hier etwa 500 Projekte pro Jahr im Institut. Also ich werde jetzt den Teufel tun und ein Lieblingsprojekt benennen. Und einen von 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier im Institut beschäftigt sind, jetzt da besonders hervorheben. Nein, aber ganz im Ernst, das geht im ganz Kleinen los. Nicht? Sie sehen, hier vorne steht ein Container, ein Glascontainer. Der ist ausgestattet mit einem sogenannten Trecker. Das ist eine Ultra-Low-Power-Technologie, also wird mit Batterie betrieben. Sie können sich das vorstellen wie ein Handy, nicht? Ein einfaches kleines Handy, was sich einmal am Tag mit seiner Cloud verbindet, also mit seiner Plattform verbindet, mit seiner Zentrale verbindet und dann per Telefon, per 5G, dann übermittelt, wie ist der Füllstand dieses Containers. Das wäre jetzt auch noch nicht so ganz revolutionär. Revolutionär ist, dass wir hier Batterielaufzeiten von 5 bis 8 Jahren haben. Das ist schon technologisch nicht ganz einfach und weist auch was Sie ganz am Anfang zitierten, nicht? Die Digitalisierung von allem und in allem wird uns eben ganz intensiv beschäftigen. Aber da ist eben auch ein ganz kleiner Rechner drin. Und dieser Rechner berechnet nun eben voraus, wann diese Tonne an diesem Standort jetzt eben voll wird. Und damit kann es dann eben berechnen, wann soll dann ein LKW gerufen werden. Und im Gegensatz zu früher ist es eben nicht so, dass die Tonne der Zentrale Bescheid sagt und sagt, jetzt order mir mal einen Truck, sondern die Tonne ordert den Truck selber. Und zwar wirklich mit einem rechtssicheren Vertrag, den die Tonne dann tatsächlich abschließt. Ja. Und dann geht es weiter und das ist dann ein Thema, wo wir beide intensiv zusammenarbeiten. Dann wird eben auch über Micropayment, über Bezahlung per Internet, wird dann eben auch der Auftrag tatsächlich direkt abgerechnet, wenn die Tonne abgeholt wird. Und die Tonne wiederum merkt, dass sie abgeholt wird. Und das ist das aller einfachste Beispiel, was man sich überhaupt nur denken kann. Eine Mülltonne. Ja? Und jetzt geht das natürlich dann weiter. In der anderen Halle hier nebenan haben wir dann eben Schwärme von Drohnen, Schwärme von autonomen Fahrzeugen. Ganz großes Thema, an dem wir ganz intensiv arbeiten. Ich denke, nächstes Jahr werden wir die ersten industriellen Applikationen haben, wo also wirklich Schwärme von sehr schnell fahrenden kleinen Autos, die Paletten oder
Container oder natürlich Behälter erst einmal, also kleiner werden wir anfangen, durch die Gegend fahren und als Schwarm sich organisieren. Das ist wirklich künstliche Intelligenz. Ich bin schon ganz gespannt und freue mich drauf, was wir sehen werden. Wenn Sie schon mal ein bisschen schauen möchten, ein bisschen stöbern wollen, interessiert sind an unseren Entwicklungen, wir haben aktuell auf iml.fraunhofer.de eine virtuelle Führung, unter anderem hier durch diese Halle. Da können Sie sich, solange Führungen bei uns vor Ort noch nicht wieder möglich sind, durchklicken, kriegen Informationen, kleine Videos und können mal schauen, ob da für Sie was dabei ist, falls Sie irgendwie auch aus dem Logistikbereich kommen. Sie haben gerade, du hast gerade schon übergeleitet, von dem einen Michael zum nächsten Michael, damit zu dir. In diesem Big Picture spielt ja eine Technologie eine ganz wesentliche Rolle, vor allem eines deiner Spezialgebiete, natürlich auch die Blockchain-Technologie. Erfährt im Moment auch immer noch einen ziemlichen Hype und du beschäftigst dich mit deinem Team da ja auch sehr intensiv mit, natürlich mit dem Fokus Logistik und möglichen Anwendungen da. Wenn wir jetzt mal schauen, was wird die Blockchain-Technologie in der Gegenwart der Zukunft für eine Rolle spielen, Michael? Ja, vielen Dank für die Frage, Ellen. Im Übrigen, das Motto Gegenwart der Zukunft ist sehr treffend gewählt. Und wir stehen mit der Blockchain-Technologie gerade erst am Anfang dieser Gegenwart der Zukunft. Denn das größte Potenzial der Blockchain-Technologie liegt in ihrer Verbindung mit den Technologiebeispielen, die Michael ten Hompel eben schon erwähnt hat. Und diese Potenziale fangen wir gerade erst an zu heben in unserer Anwendungsdomäne Logistik und Supply Chain Management. Warum Logistik und Supply Chain Management auch für Blockchain-Technologie relevant ist, kann ich ganz kurz erläutern. Die Logistik verbindet seit jeher wirtschaftlich unabhängige Unternehmen entlang von Supply Chains. Und diese wirtschaftlich unabhängigen Unternehmen, die vertrauen nicht notwendigerweise einander. Und in großen internationalen Wertschöpfungsnetzwerken haben wir auch nicht immer die Transparenz über die einzelnen Unternehmen. Ein aktuelles Beispiel ist vielleicht Elektromobilität, wo immer mehr verschiedene Varianten von Elektroautos auf den Markt kommen. Und dafür brauchen wir Batterien. Und diese Batteriefertigung ist tatsächlich ein komplexer Wertschöpfungsprozess in internationalen Wertschöpfungsnetzwerken. Lithium, ein wesentlicher Bestandteil, wird in Südamerika im Wesentlichen abgebaut. Dann wird dieses Lithium in den USA vorbereitet zur Weiterverarbeitung in einzelnen Batterieeinheiten in China, bevor diese Einheiten dann zu Modulen, zu Batteriemodulen in Europa zusammengebaut werden und dann in die Fahrzeuge eingebracht werden. Und diese Wertschöpfungsketten sind in den letzten Jahren tatsächlich unter einem großen Druck entstanden, zu Lasten von Transparenz und nicht unbedingt immer unter Sicherstellung des Vertrauens. Und die Frage ist, wie können wir jetzt eben entlang dieser industriellen Wertschöpfungsprozesse heute in der Zukunft Vertrauen und Transparenz gewährleisten? Und die Frage, die passt jetzt natürlich auch zu dem Thema Blockchain-Technologie, kann mit ihr beantwortet werden. Blockchain-Technologie, und ich möchte gar nicht in die Details der Technologie selbst einsteigen, sichert eben genau diese beiden Themen, Vertrauen und Transparenz. Die Blockchain-Technologie ist seit über 10 Jahren letztendlich in der Diskussion, hat begonnen im Jahr 2008 mit einer Kryptowährung, Bitcoin. Eine Gruppe unter dem Pseudonym oder ein Mensch, eine Einzelperson, so genau weiß man das nicht. Satoshi Nakamoto hat 2008 ein White Paper für solche Peer-to-Peer-Netzwerke, die dahinter stehen, veröffentlicht. Und seitdem ist Bitcoin in aller Munde. Aber Blockchain ist natürlich viel mehr. Es ist nicht nur eine Möglichkeit, digitale Zahlungen abzuwickeln, sondern die Blockchain kann sich letztendlich um alle digitalen Daten und Transaktionen damit kümmern. Eine Blockchain ist, wenn ich das vielleicht ganz kurz mal als Definition für auch Zuschauer, Gerne, die sich damit schlecht, das noch mal zu liefern, nicht auskennen, an der Stelle kurz erläutern kann, ist ein dezentraler, nicht manipulierbarer, gemeinschaftlich kooperativ genutzter Datenspeicher im Unterschied zu einer zentralen Datenbank. Und in diesem dezentralen Datenspeicher kann ich nun eben alle möglichen Daten, die über das Internet der Dinge, über die cyberphysischen Systeme in der Logistik eingesammelt werden, revisionssicher buchen. Ich kann diese Daten verhandelbar machen und ich kann letztendlich auch Zahlungsprozesse auslösen. Und ein wichtiges Element, das in Zukunft eigentlich die wichtigste Anwendung der Blockchain-Technologie darstellt, sind die eben schon angesprochenen Verträge. Wir nennen das Smart Contracts, denn diese Smart Contracts können auf der Blockchain-Technologie dokumentiert werden und sie erlauben uns, dass die einzelnen Vertragsbestandteile automatisch überwacht werden und die vorher vereinbarten
Aktionen dann auch automatisch ausgelöst werden. Smart Contracts sind keine Verträge im eigentlichen juristischen Sinne, es sind eher programmierbare Wenn-Dann-Beziehungen. Und man kann das schön an dem Beispiel der von uns liebevoll als Mülltonne bezeichneten Case-Umgebung beschreiben. Wir nennen das dann neuhochdeutsch Smart Waste Management Case. Da geht es eben um diese intelligenten Wertstoffsammelbehälter. Und genau wie Michael ten Hompel das eben schon beschrieben hat, kann ich nicht nur automatisch über Füllstandsmessung meine Abholung auslösen, direkt sozusagen beim Transportunternehmen, sondern ich kann auch den Abrechnungsprozess über Smart Payments, über Micropayments antriggern. Und da arbeiten wir zusammen mit unseren Enterprise Lab Partnern, die Commerzbank, Telekom und Renus. Und das ist ein ganz konkretes Beispiel. Wenn ich noch darf, ein weiteres Beispiel, das das ein bisschen greifbarer macht, das ist unser erstes Blockchain-fähiges IoT-Device oder kurz Blockchain-Device. Im Herbst letzten Jahres hat das Michael ten Hompel einer breiten, interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. Und das ist ein erster Prototyp zur Warenverfolgung und Warenüberwachung von temperatursensitiven Medikamenten, Lebensmitteln oder vielleicht auch Impfstoffen entlang von Wertschöpfungsketten. Und dieses Blockchain-Device erlaubt uns eine echtzeitnahe Überwachung der verschiedenen Transportstufen auf Basis der Daten, die in eine Blockchain gespeichert werden. Und das ist ein erster Prototyp. Wir werden viele weitere dieser Devices entwickeln für Zoll, für Gefahrgut. Und die Blockchain-Devices können dann am Ende tatsächlich Smart Contracts, Aktionen auf Basis von Smart Contracts automatisch letztendlich triggern. Sie können Zahlungen buchen und viele andere Dinge mehr. Und das ist ein Device, was in unserem Projekt Blockchain Europe entstanden ist. Ja, du hast es jetzt gerade schon die Steilvorlage geliefert und das angeteasert. Was macht ihr in dem Blockchain Europe Projekt? Was habt ihr da langfristig vor? Was ist das Ziel dahinter? Also ein ganz tolles Projekt, in dem wir, so wie wir hier sitzen, die Vertreter der beiden Fraunhofer-Institute mit auch unseren Lehrstühlen der Fakultät für Maschinenbau an der TU Dortmund, unterstützt vom Wirtschafts- und Digitalministerium in Nordrhein-Westfalen an dem Aufbau des Europäischen Blockchain-Instituts arbeiten dürfen. Das heißt, es soll ein europäisches Blockchain-Institut hier am Wissenschaftsstandort in Dortmund entstehen, wo wir für NRW, für Deutschland, aber wirklich auch in Europa diese Technologie auch in ihrer Anwendung gestalten. Und das ist ein einzigartiger Ort, der entsteht, wo Blockchain-Technologie erlebbar wird. Und das ist gar nicht so einfach, weil am Ende des Tages verbirgt sich hinter Blockchain-Technologie auch eine Software. Und Software zu erleben, das ist schwieriger, als wenn ich Hardware anfassen kann. Aber genau in der Verbindung von Blockchain mit IoT machen wir das erlebbar, entwickeln neue Geschäftsmodelle in einem Open-Source-Ökosystem aus Wissenschaft und Praxis. Und die Blockchain-Technologie ist dabei ein Bestandteil auch eines ganz großen Projektes unserer Zielvision der 20er Jahre, der Silicon Economy. Und damit werden aus Lieferketten wirklich autonome, dezentrale Supply Chain Ecosystems. Okay, vielen Dank. So, Boris, jetzt haben wir schon ganz viele Anwendungen, Prozesse, wie sie funktionieren sollen, von den beiden Michaels skizziert und beschrieben bekommen. Damit aber tatsächlich diese beschriebenen offenen Plattform-Ökosysteme funktionieren, müssen ja am Ende Daten ausgetauscht werden und das vor allem über Unternehmensgrenzen hinweg. Ich habe für dich mal eine These mitgebracht. Ich hoffe, du kannst sie bestätigen. Und zwar die These, Digitalisierung ist vor allem auch eine Frage des Vertrauens. Wie schaffen und wie bewahren wir dieses Vertrauen? Ja, also diese These ist, glaube ich, ja, durchaus richtig, beziehungsweise es ist valide, sie aufzustellen, weil wir eine ganze Reihe von Entwicklungen sehen, die eigentlich aus Anwendungen für uns alle als Konsumenten, als Bürger irgendwo sich ergeben. Wir sind es gewohnt, Facebook zu nutzen, wir sind es gewohnt, Apple-Produkte zu nutzen, wir sind es gewohnt, über Google Maps unseren Weg zu finden. Und aus dieser Entwicklung ist letzten Endes ja auch eine, ja, man muss schon sagen, Bewegung entstanden, die fordert, dass man die Menschenrechte sogar erweitert und auf den digitalen Raum letzten Endes halt auch überträgt und eben weiterentwickelt. Und einer der Vorschläge für diese Weiterentwicklung der Menschenrechte ist eben halt tatsächlich das Recht auf Selbstbestimmung über seine Daten. Nicht? Denn das ist etwas, was wir auch feststellen können. Diese plattformökonomischen Effekte führen halt dazu, dass führende Unternehmen in dem Bereich mittlerweile Marktkapitalisierungen von jenseits der 1 Billion US-Dollar halt erreichen.
die unter anderem, nicht nur, aber unter anderem eben darauf basiert, dass man Zugang zu ganz vielen Daten halt hat. Zu Daten, die du auch gibst, die ich auch gebe, weil wir das alle gewohnt sind, diese Apps zu nutzen und diese digitalen Dienste zu nutzen. Jetzt kann man sagen, ja, es ist ja auch alles irgendwie ganz nett und so what, funktioniert das alles ganz gut. Wir sehen aber, dass eben diese Konzepte, gerade die Plattformökonomie, sich immer stärker auch auf industrielle Anwendungen und eben halt auch auf die Logistik überträgt. Und jetzt kann man auch sagen, naja, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm, wäre ja schön, wenn es da auch tatsächlich weitere Innovationen gibt, die wir hier auch befördern. Aber am Ende ist es eben halt so, dass diese Plattformen Konzentrationseffekte auslösen. Im Prinzip zentrieren sie den Zugang und damit auch die Verarbeitung und Verteilung halt der Daten und damit auch, sagen wir mal, das Potenzial von Daten als Treibstoff für Innovation und für Wettbewerbsfähigkeit. Und ich glaube, und das ist etwas, was in Europa letzten Endes, glaube ich, auch ein Grundwert ist, dass man immer ein bisschen skeptisch ist, wenn zu sehr monopolisierende Entwicklungen stattfinden, weil letzten Endes halt Daten als Grundstoff für Wissen anzusehen sind. Und wenn das zentriert wird und wir wissen, dass Wissen Macht ist es vielleicht nicht immer ganz so gut, dass man das in einzelne Hände legt. Vielleicht ein Beispiel, um es auch zu nennen, ging ja auch letzten Endes halt durch die Presse, als Trumps Twitter-Account gesperrt wurde, hat das ja nicht irgendwie ein Gericht gemacht, sondern das hat Twitter gemacht. Nicht? Also ein privates Unternehmen hat dann gesagt, so, nö, dafür jetzt nichts mehr sagen. Unabhängig davon, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, aber die Entscheidung darüber, bei einem privatwirtschaftlichen Unternehmen zu haben, ist schon, naja, muss man zumindest mal drüber nachdenken. So, jetzt aber zu deiner These. Wir müssen es also schaffen, und das hatte Michael eben auch schon gesagt, dass wir also Datenräume im Virtuellen kreieren, wo wir letzten Endes die Entwicklung, die wir ja hier auch sehen, dass nämlich halt die physische Welt und die digitale Welt faktisch eine Einheit bilden. Wir reden da von einem digitalen Zwilling, dass wir dann eben halt verhindern, dass solche Konzentrationseffekte auftreten, die einerseits schlecht sind, weil sie monopolisierend wirken, die am Ende auch Innovation hemmen und behindern, da bin ich ganz sicher, sondern dass wir das eben anders bauen, dass wir das verteilter machen und zwar auch in dem Sinne, dass sagen wir mal, das Menschenrecht für digitale oder Datenselbstbestimmung dann auch appliziert wird auf Unternehmen, sodass Unternehmen, die ja Kosten haben bereitzustellen, die sind ja nicht einfach so da, das kostet ja Geld, dass die nicht ausgebeutet werden, sondern letzten Endes halt darauf vertrauen können, dass sie in einem geschützten Umfeld, dass sie ein Stück weit selber mitbestimmen und selber gestalten können, ausgetauscht werden, damit wir daraus dann wieder Innovationen schaffen, die auch fair erzeugt wird. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und insofern ist deine These, also ich könnte nicht mehr zustimmen, Vertrauen ist das A und O. Dankeschön für die Bestätigung, das gefällt mir schon mal. Wir haben jetzt ja schon viel über Datenräume gesprochen, auch über die Sicherheit von Daten, das Vertrauen, was da irgendwie hintersteht auch oder was geleistet werden muss. Was, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig ist, wenn wir über Datenräume, Cloud sprechen, dass wir vor allem die Initiative Gaia X auch nochmal in den Kontext setzen. Kannst du das nochmal irgendwie ein bisschen einordnen? Was passiert da eigentlich? Was soll da geleistet werden? Also wir hatten es eben schon, es geht letzten Endes um Souveränität. Also man muss tatsächlich sagen, wenn wir schauen, dass letzten Endes dass die zukünftige Wertschöpfung nicht nur einzelner Unternehmen, sondern eben halt auch Volkswirtschaften insgesamt in immer stärkerem Maße davon abhängt, dass man Daten teilt, sie nutzt, daraus über Verfahren der künstlichen Intelligenz Neues schafft, dann müssen wir uns eben halt auch fragen, wo läuft denn das eigentlich alles drauf ab? Nicht? Also wissen wir wirklich, wo unsere Daten immer gespeichert werden? Wissen auch Firmen wie Microsoft, AWS oder Google immer genau, wo die Daten dann eigentlich gespeichert werden, weil man ja Load Balancing hat und Verteilszenarien. Ich glaube, das ist nicht gut. Man kann, wenn man das nicht mal weiß, nicht davon reden, dass man souverän agiert. Das muss man so sagen. Und deshalb ist Gaia X ein wichtiger Ansatz, weil wir es damit schaffen wollen, eine Softwareinfrastruktur zu bauen, die wir dann alle nutzen können. Sowohl in der Logistik, eine der ersten und der natürlichsten Anwendung dafür, weil sie, das hatte Michael ja gesagt, die Dinge verbindet, nicht? Und insofern auch darauf angewiesen ist, dass man auf einer Softwareinfrastruktur aufbaut, der man dann auch vertrauen kann und die man vielleicht sogar mit selber gestalten kann. Und das ist das Ziel von Gaia X. Das ist ein hehrer Anspruch, hat unheimlich viel Enthusiasmus und auch, muss man sagen, fast eine Form einer Bewegung angenommen.
Aber wie das immer so ist, jetzt muss man auch mal wieder so ein bisschen neben dieser Storming-Phase, muss jetzt mal so diese Norming-Phase einsetzen, wo wir dann auch mal sehen, womit wir dann anfangen und die Sachen dann auch tatsächlich umsetzen. Das läuft jetzt auch gut an, muss man sagen. Ich bin guter Dinge, dass wir da die Ziele auch erreichen. Aber es ist in der Tat für den digitalen EU-Binnenmarkt eine ganz wichtige Initiative. Das entscheidende Moment bei der Entwicklung ist, dass die 3 Menschen, die jetzt gerade hier vor Ihnen sitzen, repräsentieren ja 3 wesentliche Aspekte einer sehr großen Entwicklung, einer wirklich umwälzenden Entwicklung. Mit dem Datenraum, wenn ich dich da sehen darf, mit dem automatisierten Verhandeln, mit Blockchain-Technologien. Ja, und ich bin halt eben so für die hardwarenahen Geschichten eben zuständig, die Dinge im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung setzen. Der Witz liegt darin, das alles zusammenzudenken. Und das ist auch das Besondere an diesem Standort hier in Dortmund, dass wir eben hier wirklich uns zusammengefunden haben und ein gemeinsames Zukunftsbild entwickelt haben, was wir mal in einem Big Picture mal gemeinsam auch visualisiert haben. Und diese Sachen eben wirklich zusammendenken. Und dann kommt da auch genügend Gravitationskraft, könnte man sagen, zustande, um dann eben auch wirklich etwas zu bewegen. Und das Ganze natürlich jetzt eben nicht völlig wertfrei in beliebige ökonomisch getriebene Richtungen, sondern sehr wohl eben auch vor dem Hintergrund, nachhaltige Lösungen zu schaffen, Souveränität zu wahren für den Menschen und natürlich diese neue Welt wirklich zu gestalten. Ne? Das passt sehr gut zu meinen Fragen, beziehungsweise wo ich jetzt gerne nochmal anschließen würde. Also wie es aussieht, ist ja nicht nur der Grundstein gelegt, sondern ich würde sagen, wir haben schon super viel in der Hand eigentlich, um damit die Logistik noch digitaler zu machen. Stehen also eigentlich schon mindestens mit einem Bein in der Zukunft der Logistik oder auch, um nochmal den Titel dieses Gesprächs aufzugreifen, in der Gegenwart der Zukunft. Und man muss es zusammendenken, passt, glaube ich, super auch zu dem Motto des diesjährigen Digitaltages, nämlich Digitalisierung gemeinsam gestalten. Und da würde ich jetzt gerne noch mal so ein bisschen dran anknüpfen. Wenn wir das Motto mal nehmen, Digitalisierung gemeinsam gestalten, wie lässt sich das, was wir hier jetzt gerade schon gehört haben und was aufgezeigt wurde, eigentlich realisieren? Brauchen wir dafür nicht vielleicht auch neue Formen der Zusammenarbeit, eine neue Innovationskultur? Was erwarten Sie vielleicht auch als Wissenschaftler von Wirtschaft und Politik? Haben Sie Vorschläge oder Empfehlungen? Sie dürfen gerne frei, ihr dürft gerne frei heraus antworten. Genau. Ich würde mich freuen, wenn wir so ein bisschen darüber diskutieren können oder uns ergänzen, je nachdem. Ja, gemeinsam gestalten, das ist eigentlich schon eine schöne Überschrift, ne, wie wir sie jetzt beim Digitaltag haben. Ich würde jetzt mal als BVB-Fan, als Dortmunder ist man geborener BVB-Fan natürlich, würde ich mal sagen, never walk alone. Wäre vielleicht ein gutes Motto für das, was hier auf uns zukommt. Nicht? Weil wir haben gerade den thematischen Zusammenhang und die Notwendigkeit, eben Dinge gemeinsam unter verschiedenen Aspekten zu denken und zu gestalten, ja gerade schon benannt. Und das muss sich handfest jetzt eben auch in einer neuen Innovationskultur umsetzen. Es wird keinem einzelnen Unternehmen, mindestens aus Europa heraus, gelingen, diese neue Welt alleine vollständig umzusetzen. Das wird der eine oder andere versuchen, aber ich glaube, da werden selbst unsere großen amerikanischen und chinesischen Freunde werden da Schwierigkeiten haben, weil die Komplexität dessen, was da auf uns zukommt, in dieser gemeinsamen zeitlichen Koinzidenz, wie wir sagen, also dem Zusammentreffen, die Komplexität, die da entsteht, die ist so groß, dass sie durch ein einzelnes Unternehmen praktisch nicht zu bewältigen ist. Wir müssen das gemeinsam angreifen. Das gilt für Europa, gilt das in ganz besonderer Weise, weil es geht jetzt hier um unsere angestammten Industrien. Und die Logistik ist eine davon. Wir sind Logistik-Weltmeister, wir sind mitten im Herzen von Europa. Die größten Logistikunternehmen der Welt sind hier beheimatet. Das größte ist in Bonn. Man glaubt es kaum, mit über 550.000 Kolleginnen und Kollegen wird dort an der Deutschen Post DHL eben gemeinsam an der Logistik gearbeitet. Wir müssen diese Unternehmen, wir müssen diese Kräfte in der Forschung und Innovation dahingehend zusammenbringen, dass wir eben diese interdisziplinäre Innovation gemeinsam betreiben. Und das wird nur gelingen, wenn wir die Basis offenlegen,
wenn wir die Basis Open Source gestalten, wie wir in der Software sagen, und Open Innovation als Gestaltungsparadigma in einer gemeinsamen Anstrengung, aber eben auch in der gemeinsamen Freude am Gestalten dieser neuen Welt eben zusammenführen. Vielleicht, wenn ich da kurz einhaken darf, also weil wir es ja mit Thesen hatten, Ellen. Also ich stelle jetzt mal die These auf, auch wenn das vielleicht nicht so viele gerne hören würden, dass weite Teile der deutschen Wirtschaft Open Source nicht verstanden haben. Und ich will mich auch direkt auch mit inkludieren. Also ich habe auch eine sehr starke Lernkurve durchlaufen, das will ich tatsächlich auch so sagen. Aber es ist eben halt ein anderes Paradigma, gemeinsam Innovation zu schaffen, was eben auch sich nicht darin äußert, dass man irgendwie was entwickelt und wenn man fertig ist, dann stellt man es irgendwie offen hin und sagt, jetzt kann jeder andere das auch gerne verwenden, sondern es ist eigentlich eine ganz andere Philosophie schon des Entwicklungsprozesses selbst, wo man nämlich eben zusammenkommen muss. Man muss die Zukunft gemeinsam gestalten. Und das ist etwas, was glaube ich, eine unheimliche Kraft ausüben kann. Und ich bin sehr froh, dass wir auch Entwicklungen sehen, die das aufgreifen, was wir, du hast es gesagt, Michael, ja hier eigentlich schon länger machen, aber eben halt auch jetzt im großen Stil in der Industrie. Also ein Beispiel, Catena-X als Netzwerk der Automobilindustrie, die natürlich gewohnt sind, zusammenzuarbeiten, aber wo man eben dieses Vertrauen halt auch schon immer, sagen wir mal, als ausbaufähig angesehen hat, vielleicht weil man sich so gut kennt, weiß man ja nicht, haben sich jetzt zusammengeschlossen zu einem Verein, der bewusst eine Open-Source-Strategie auch verfolgt, um gemeinsam, ja, man muss es sagen, die gesamte Industrie eigentlich auf ein nächstes Innovationslevel zu heben. Weil man eben erkannt hat, dass einer alleine das irgendwie auch nicht mehr hinkriegt und dass man besser dran ist, wenn man sich zusammentut. Und das ergibt dann auch aus der Sicht der Forschung wieder ganz interessante Fragen. Also an meinem Lehrstuhl hier an der TU Dortmund beschäftigen wir uns sehr stark mit den Fragen, na, wie ist denn das, wenn da so eine Plattform geschaffen wird, nicht von einem, ich sag mal, einem Dicken in der Mitte, so, der die ganzen Mittel da hat und das alles selber entscheiden kann, sondern aus so einem Konsortium. Wie läuft das denn eigentlich ab? Wie baut man dann so eine Plattform? Wer darf da was entscheiden? Wem gehört das am Ende auch? Und wer gibt die Richtung vor? Und das ist ganz spannend und das ist auch, glaube ich, etwas, was ein Unterschied ist zwischen der industriellen Perspektive auf solche Ökosysteme und dem, was wir im privaten Bereich, im Privatwirtschaft, also im Consumer-Bereich halt sehen. Und es ergibt sich eben halt wirklich eine große Chance, weil man eben halt, naja, die Kräfte auch bündelt, nicht? Und sozusagen die Macht der vielen nutzt. Und das finde ich eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Die ist nicht immer die schnellste, aber sie ist wahrscheinlich dauerhafter und vielleicht auch nachhaltiger, um ein viel zitiertes Wort zu verwenden. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, muss man sagen. Ich würde da ganz gerne anknüpfen, Ellen und liebe Kollegen, wenn ich darf. Ich bin absolut eurer Meinung, was Kooperation, Zusammenarbeit, Interdisziplinarität anbelangt. Ich möchte aber tatsächlich 2 Punkte nochmal direkt aufgreifen, die du angesprochen hast, mit langen Prozessen und auch dem Beispiel Catena-X, denn diese Kooperation hat ja unterschiedliche Ausprägungen. Und was wir heute tatsächlich auch erleben, ist eine Kooperation von Wettbewerbern. Und das ist ein Thema, das es seit 1996 gibt, also kommt aus dem letzten Jahrtausend, wenn man es ein bisschen überspitzt formuliert. Das nannte sich damals schon Co-Petition, also die Verbindung aus Cooperation und Competition. Dafür haben Brandenburg und Nailbaugh tatsächlich den Nobelpreis für Wirtschaft bekommen. Ich selbst habe nicht nobelpreiswürdig promoviert, aber meine Doktorarbeit vor 20 Jahren drehte sich auch schon um dieses Thema. Und heute ist es nun wirklich so weit, dass wir diesen Ansatz auch einsetzen können, weil wir auch die technologischen Möglichkeiten dafür in Händen halten. Und das ist ganz wichtig, dass eben auch dieses Mindset in der Wirtschaft langsam aber sicher sich verbreitet, dass man auch mit Wettbewerbern zusammenarbeiten muss, gerade in Europa, um im internationalen Mitbewerb mit China und USA zu bestehen. Das darf natürlich jetzt nicht mehr so lange dauern, wie die Verbreitung sozusagen des Gedankens von Co-Petition in Anspruch genommen hat. Und da komme ich wieder auf mein Beispiel Blockchain-Technologie zurück. Die Blockchain-Technologie ist eine tolle Technologie. Was mir im Moment fehlt,
und das kann man jetzt auch wieder mit der Zeit verbinden, ist ein breites Vertrauen in diese Technologie. Dieses Vertrauen muss aber schnell sich weiterentwickeln, um einfach auch den Einsatz der Blockchain-Technologie zu vergrößern. Und zwar Vertrauen in die Technologie, in die organisatorischen Möglichkeiten, aber auch die fachlichen Hintergründe müssen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich mit der Technologie auseinandersetzen, ganz schnell letztendlich auch entstehen. Und ich muss gestehen, was mich nach wie vor etwas nervt, nicht mehr ganz so oft wie am Anfang, als wir uns mit der Blockchain-Technologie auseinandergesetzt haben, weil auch die Fragen nicht mehr so häufig gestellt werden, sind folgende. Warum brauche ich eine dezentrale Datenspeicherung? Warum kann ich nicht meine zentrale Datenbank einsetzen? Ja, warum denn nicht? Ja, das ist dann immer meine Gegenfrage gewesen und ich sage die heute immer noch. Die Frage muss doch lauten, wann und wie kann ich möglichst schnell die Blockchain-Technologie zum Einsatz bringen? Weil jetzt habe ich die Möglichkeit, sie mit anderen Technologien zu verbinden. Blockchain ist ein Enabler und gleichzeitig auch die Lösung für Identitätsmanagement in datengetriebenen Ökosystemen wie Gaia-X. Und weil du vorher nach Wünschen an Politik und Wirtschaft angesetzt hast, mein Wunsch wäre tatsächlich, dass auch aus großen wirtschafts- und politischen Initiativen wie Gaia-X oder ID-Union wirklich auch gemeinsam der Ruf nach dem Einsatz der Blockchain-Technologie kommt, damit eben das erreicht wird, was ich vorher gesagt habe, Vertrauen in so eine Technologie zwischen Unternehmen, die auch im Wettbewerb miteinander stehen. Vielleicht, wenn ich da noch kurz ergänzen darf, weil das genau passt, was Michael gesagt hat. Also ich glaube halt, dass wir auch vielleicht ein Stück weit eine andere Herangehensweise brauchen. Und Michael, du hast es auch gesagt, also wie wir überhaupt Innovation schaffen. Wir sind eigentlich immer noch alle sehr in dem alten Modell verhaftet. Wir sehen ein Problem, dann spezifizieren wir die Lösung, dann fummeln wir an einem Prototypen rum und so weiter. Und irgendwann geht das nach dem Wasserfallmodell, erfährt es dann die Reaktion des Endanwenders und dann stellt man fest, dass das alles ganz falsch war. Also man muss, glaube ich, einfach anders, agiler arbeiten und man muss letzten Endes hier auch wirklich auch die Schere oder beziehungsweise im Kopf einen Schalter umlegen. Und leider ist dieser Spruch nicht von mir, ich glaube, der ist tatsächlich von der Schwarz-Gruppe aus Neckarsulm. Den fand ich aber super. Machen es wie wollen, nur krasser. Und das ist halt wirklich, da ist was dran. Und wenn man das im Open-Source-Kontext nutzt, dann hat man immer so diesen Begriff Rough Consensus und Running Code. Weil wir sind in Deutschland geneigt, dass wir alles bis zum Ende ausspezifizieren, um dann festzustellen, dass es jemand anders gemacht hat und eigentlich die Geschäftsopportunität verloren gegangen ist. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich ein Stück weit umdenken. Das, sage ich auch ganz ehrlich, fällt einem auch nicht leicht, weil man ja auch so sozialisiert wurde. Man hat ja auch quasi V-Modell und Wasserfall und all das ganze Sequenzielle halt irgendwie mitgenommen und auch lange Jahre ja selber praktiziert. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das tatsächlich zu einem Umdenken führt, plus auch einem Umdenken im Verständnis dessen, was eigentlich Software bedeutet für die Wertschöpfung in dieser Volkswirtschaft. Ich meine, ich bin ja selber in der Fakultät Maschinenbau, also deshalb kann ich das vielleicht sagen, aber manchmal hat man im Prinzip das Gefühl, dass das Software Engineering, die Softwaretechnik so ein bisschen wie der Wurmfortsatz des Maschinenbaus gesehen wird. So, naja, erstmal bauen wir da was und dann fummeln wir da noch das bisschen Software dran, das wird dann auch nicht mehr so schwierig sein. Mittlerweile ist ja fast das Gegenteil der Fall, nicht? Und ich glaube, dass wir da auch nochmal alle zusammen vielleicht, sagen wir mal, so die Leitplanken dessen, wie wir hier Wertschöpfung kreieren, einfach ein bisschen neu justieren müssen. Das, glaube ich, täte uns allen zusammen ganz gut. Ich habe noch eine, ich würde jetzt gerne, Sorry. finde ich gut, alles gut. Ich würde noch gerne einmal so ein bisschen das zusammenfassen und hätte dann noch mal so eine etwas weiterführende Frage würde vielleicht. Ich doch ganz gerne Ja, kurz noch da noch mal drauf eingehen, weil wir haben einen ganz wesentlichen Punkt an der Stelle, den du eben gerade angesprochen hast. Ne? Die Unternehmen sind noch auch sehr stark den Gedanken verhaftet, dass sie ihre Wertschöpfung eben nur effizienter gestalten müssen und ihre Geschäftsmodelle effizienter gestalten müssen in Krisenzeiten, ne? wie sie eben teilweise jetzt in Covid-19 in Schieflage geraten sind. Oder eben auch, wenn jetzt so Digitalisierung auf sie zukommt, ist das der natürliche Reflex, wie kann ich das nutzen, um meine Produktionsprozesse zum Beispiel effizienter zu gestalten und Produktivität zu erhöhen. Dabei wird von vielen noch nicht gesehen, dass die Wertschöpfung der Zukunft eine digitale Wertschöpfung ist. Ja? Und die Geschäftsmodelle, an denen sie heute optimieren, gar nicht mehr die Geschäftsmodelle der Zukunft sind. Typisches Beispiel bei Elon Musk, der eben erkannt hat, dass das Automobil eben
nicht ein fahrender Motor ist, sondern dass eine fahrende digitale Plattform ist. Das ist ein komplett anderes Geschäftsmodell, natürlich eben auch mit entsprechender Infrastruktur und so weiter verbunden. Und das gilt für alle Branchen. Ja? Die digitalen Geschäftsmodelle, das ist das, was eben die zukünftige Entwicklung betrifft. Und da haben wir eben auch keine Zeit zu verlieren. Ja? Da kannst du dich jetzt eben nicht 2 Jahre lang mit beschäftigen und ein entsprechendes Produktivitätsprogramm aufzusetzen. Da ist der Käse längst geschnitten. Ja, da sind schon ein paar Technologieunternehmen längst an dir vorbeigesaust und haben die Märkte erschlossen. Und das merken wir jetzt gerade in der Logistik, wie die Plattformenindustrie und die Plattformen, rein digitale Plattformen, völlig ohne LKW, ne, eben die Schnittstelle zu den Kunden, zu den sogenannten Verladern jetzt eben besetzen. Das sind Trends, die sind klar absehbar und erzeugen eben auch neue Geschäftsmodelle. Etliche davon haben wir eben heute ja schon benannt, mit Blockchain und Digitalisierung und mit den entsprechenden Technologien im Einsatz dann eben umsetzen. Passt ganz gut. Ich habe jetzt noch einen letzten, wo ich noch mal so ein bisschen kitzeln möchte. Wir haben jetzt ganz viel gehört, okay, besser gemeinsam statt einsam oder alleine, lieber offen statt proprietär, ein Stück weit eher teilen als kontrollieren. Jetzt haben wir viel über Daten, Software gesprochen. Kann man das gegebenenfalls in der Zukunft auch auf Betriebsmittel übertragen? Also nicht nur das Teilen und Kontrollieren von Daten, sondern wie steht es mit Betriebsmitteln? Oder findet es vielleicht sogar schon statt? Stehen wir da auch schon mit dem ersten Fuß in der Zukunft? Also offen gestanden, das ist im Prinzip etwas, was, glaube ich, jetzt ermöglicht wird. Weil, also um ein Beispiel zu nehmen, das ist schon, die Ideen gibt es seit 15 Jahren, dass man zum Beispiel das Ersatzteilmanagement halt vor 15 Jahren erstmal übergreifend über Standorte eines Unternehmens halt teilt. Aber meines Erachtens ist das etwas, wo, wenn man das vernünftig aufsetzt und intelligent designt, eigentlich jeder davon gewinnen kann, weil viele Ersatzteile sind eben halt sehr teuer, sind kapitalintensiv. Man weiß nicht, wann das verwendete Teil halt ausfällt. Insofern ist Kapital nicht nur gebunden, sondern es liegt da unnütz rum sozusagen. Und aus meiner Sicht ist es ein hat allein dieser Bereich großes Potenzial dafür, tatsächlich auch nicht nur die Daten zu teilen, sondern tatsächlich auch Dinge in der physischen Welt zu teilen. Absolut. Deine Frage kann man ja auch als Frage zur Sharing Economy übersetzen. Und wir haben genau hier in Dortmund, ich meine, es war 2014 oder 2015, also ein paar Jahre nachdem die Industrie 4.0 ausgerufen wurde, auch schon uns Gedanken darüber gemacht, wie denn die Sharing Economy im B2B-Bereich in der industriellen Wertschöpfung funktionieren kann. Und ich glaube, mittlerweile haben wir jetzt durch das Zusammendenken aller Bereiche, die jetzt angeklungen sind in dem Gespräch, wirklich auch alles in Händen, um diese Sharing Economy umzusetzen, um wirklich dieses Teilen auch von Betriebsmitteln zu ermöglichen. Da kommen dann wieder die neuen Geschäftsmodelle zum Tragen, die du angesprochen hast. Pay-per-Use geht ja auch in so eine ähnliche Richtung. Auch diesen Ansatz haben wir genau bei der gleichen Veranstaltung schon propagiert. Und jetzt sehen wir aber langsam in der Wirtschaft, in der Industrie diese Pay-per-Use-Modelle sich entwickeln. Und wir können das jetzt ergänzen, auch wiederum durch den Einsatz von neuen Technologien, durch ganz interessante neue Ansätze, wie zum Beispiel, dass wir Supply Chain Finance zu Pay-per-Use ergänzen und damit eben auch eine Finanzierung entlang von Lieferketten ermöglichen. Und was wir jetzt ganz jüngst uns überlegen, auch mit Blick auf produzierende Unternehmen, aber auch auf Handelsunternehmen, ist, dass wir diese Finanzierung im Kontext von Pay-per-Use, Sharing Economy nachhaltig machen. Und das ist für mich auch tatsächlich ein ganz relevanter Punkt, der unsere Forschung auch die nächsten Jahre antreiben wird und leiten wird, nämlich das ganze Thema der Nachhaltigkeit. Wir haben ja im Moment immer noch die Corona-Pandemie und versuchen, die schnellstmöglich hinter uns zu bekommen. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja nicht neu. Der Klimawandel hat uns vorher beschäftigt, der wird uns auch nach Abschluss der Pandemie womöglich noch sehr viel intensiver beschäftigen. Und für mich ist kein Widerspruch zwischen Technologie und Nachhaltigkeit, sondern das ergänzt sich. Das ergänzt sich beim Teilen von Betriebsmitteln, das ergänzt sich bei all den Dingen, die wir genannt haben. Aus einer eher Management-Sicht auf die Silicon Economy glaube ich aber, und das klang eben vorher schon an, dass wir eben auch anfangen müssen, nochmal Paradigmen, die Dinge, die wir als Sozialisierungen alle im Kopf haben, hinterfragen müssen und ergänzen müssen durch neue Gesetze und Regelmäßigkeiten. Wir steuern letztendlich, das hast du vorher nur mit anderen Worten gesagt, ich kann das nur noch mal unterstreichen, wir steuern den Einsatz von neuen Technologien, die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle mit Regeln, ich sage es nochmal aus dem letzten Jahrtausend, mit betriebswirtschaftlichen Werkzeugen aus dem letzten Jahrtausend.
Und das kann ja gar nicht gut gehen. Da braucht man gar kein BWLer zu sein, auch kein Technologe. Wir brauchen da ganz neue Ansätze. Und das ist genau das, was hier durch dieses interdisziplinäre Arbeiten, was wir tagtäglich leben dürfen, wirklich entstehen kann. Aber um es noch mal ganz konkret zu beantworten, das muss man sich mal vergegenwärtigen. 90% der Betriebsmittel und Assets, ne, der Unternehmen S&P 500, ne, 90% sind immateriell heute. Also in den Geschäftsberichten der Unternehmen S&P, ne, der Standard Poor's in den USA, die Top 500 Unternehmen, 90% der Betriebsmittel und Assets sind virtuell, sind immateriell. Software, Patente, Digitalisierung. Aber das ist ja im Prinzip auch ein Beleg nochmal deutlichst für das, was du gerade gesagt hast, Michael. Nicht nur im Prinzip die, sagen wir mal, die Prinzipien der Betriebswirtschaftslehre sind zu überdenken, sondern ich meine auch insbesondere die Accounting-Standards, weil was wird denn da jetzt eigentlich bewertet? Also wenn das so ist und ich bewerte trotzdem immer nur das, was da in Beton und Stahl irgendwie ist, wird wahrscheinlich der Sache nicht mehr unbedingt gerecht. Nicht? Was ist der Wert von Daten? Was ist der Wert von Daten, ja genau. Ja, das Den hat noch niemand richtig gemessen, aber es wäre mal ganz gut, wenn wir damit anfangen. Das ist auch vielleicht, um das wirklich zu sagen, ich beschäftige mich da schon lange mit und habe auch da ein paar Dissertationen betreuen dürfen, aber es ist erstaunlich, wie wenig Forschung gemacht wird zu dieser Frage, was ist der Wert der Daten? Muss man wirklich sagen. Es gibt wirklich kaum Arbeiten, die das vernünftig und auch, sagen wir mal, in einer Kohorte irgendwo aufgreifen. Ja, leider gehört man dazu. Es sind ein paar Dissertationen, die ich betreut habe, aber das ist eigentlich muss man das nochmal wieder noch ein bisschen intensiver angehen, das muss man schon so sagen. Ich könnte noch wahnsinnig viel länger zuhören. Es ist super spannend. Wir sind aber schon fast mit der Zeit zu Ende, also wir sind fast um. Ich würde gerne noch mal eine kleine Abschlussfrage in die Runde geben, mit dem Hinweis vielleicht eine knappe, kurze Antwort. Es braucht nicht mehr ganz ausführend zu sein, sondern sonst überziehen wir, um auch noch mal so ein bisschen unseren Digitaltag-Talk hier zusammenzufassen. Wenn wir uns heute in der Gegenwart der Zukunft befinden, wie sieht denn dann die Zukunft tatsächlich aus? Wo stehen die Logistik insbesondere, sagen wir mal 2030 in einem Jahrzehnt? Eure Prognose, eure Erwartung, euer Zukunftsbild nochmal in 2 Sätzen? Ja, in 2 Sätzen wird es dann wirklich schwierig. Aber man kann sagen, die großen Entwicklungen, wenn man das retroperspektiv betrachtet, laufen in Dekaden ab. Und die Dekade, vor der wir jetzt stehen, an deren Anfang wir stehen, die 20er Jahre, werden ganz stark durch künstliche Intelligenz und durch das, was wir die Digitalisierung nennen, getrieben werden. Am Ende dieser Dekade wird der Mensch das Heft des Handelns an vielen, vielen Stellen, ich glaube auch noch an viel mehr Stellen, als viele denken, mit Maschinen geteilt haben. Und diese neue Welt zu gestalten, das ist unser Ziel hier. Vielleicht dann noch ein Punkt, der mir da auch noch gerade einfiel, weil ich auch in der letzten Zeit darüber nachgedacht habe. Du hattest es ja angesprochen unter dem Thema Vertrauen, also Souveränität, Souveränität über Daten, Datensouveränität und Technologien dazu und so weiter. Also meine Vorstellung ist einfach, dass wir in 10 bestimmt, aber hoffentlich vielleicht schon auch in 5 Jahren nicht mehr über Datensouveränität reden. Warum? Weil sie überall eingebaut ist. Weil das ganz normal ist, dass Cloud-Plattformen und digitale Dienste die Souveränität des Datengebers schützen. Das wäre meine Vorstellung von the definition of done, sozusagen. Michael, Abschlusswort. Da knüpft das direkt, was ich mir für 2030 wünsche, an. Das wird eingetreten sein, was du immer sagst in den letzten Wochen und Monaten, Michael, dass ohne Blockchain kein Geschäft realisiert werden kann. Ohne Plattformen wird kein Geschäft durchgeführt werden können mehr, zumindest nicht in der industriellen Wertschöpfung. Und was ich mir persönlich wünsche, ist, dass die marktorientierte Unternehmensführung, die seit Jahren, Jahrzehnten letztendlich unternehmerisches Handeln prägt und bestimmt, durch die logistische, Supply Chain-orientierte Unternehmensführung ergänzt wird. Okay. Und durch die Tür werden wir nur kommen, wenn wir alle 3 zusammenarbeiten. Ne? Das ist so. Das ist never walk alone. Gemeinsam statt einsam, nehme ich so mit. Wenn wir Sie für die Gegenwart der Zukunft, vor allem aber auch für die Zukunft der Logistik begeistern konnten, dann lade ich Sie gerne ein, schauen Sie auf den beiden Webseiten unserer Fraunhofer-Institute hier in Dortmund mal nach. Da haben wir schon ganz viel verfügbar, wo Sie nachlesen können, wo Sie Ansprechpartner haben. Also da gerne am Ball bleiben, mit uns diskutieren. Wir lieben den Diskurs, hat man, glaube ich, heute hier auch ein bisschen gelernt. Wir waren uns viel einig, aber ich glaube, jeder hat da auch so ein bisschen seine eigene Ansicht, wie es denn
später mal aussehen wird. Wir bieten natürlich immer viel digital an, auch da gerne auf unseren Webseiten in den Veranstaltungen schauen, von Labtouren bis Workshops ist da total viel dabei, auch wenn Sie vielleicht in der einen oder anderen Hinsicht noch Newcomer, Starter sind, was digitale Plattformen angeht, Open Source, da ist viel dabei, schauen Sie gerne nach. Ich freue mich über die Runde hier heute. Ich fand es sehr interessant, sehr spannend. Die Zeit reicht natürlich wie immer nicht, aber ich freue mich, wenn wir Sie irgendwann auch noch mal, vielleicht dann irgendwann in Präsenz begrüßen zu dürfen bei einer unserer Veranstaltungen und damit verabschiede ich mich. Machen Sie es gut. Dankeschön.